Hallo, ich bin Rahel. Heute koche ich ein unglaublich cremiges Linsenreisrezept mit Knollensellerie, einem knusprigen Topping und Röstzwiebeln. Los geht's! Zuerst schäle ich den Knollensellerie. Dann schneide ich ihn in kleine Würfel. In einem großen Topf erhitze ich etwas Erdnussöl. Darin brate ich dann die Selleriestücke während 3 Minuten. Dann kommt das Tomatenmark dazu und etwas Kreuzkümmelpulver. Dann kurz mitdünsten, damit Röstaromen entstehen. Die Beluga-Linsen und der Vollkorn-Basmati-Reis habe ich schon abgespült und abtropfen lassen. Nun kommt alles in den Topf, zusammen mit 2 Esslöffel Tamari. Gut rühren und während 2 bis 3 Minuten braten. Mit Wasser ablöschen, Salz und Pfeffer dazugeben und aufkochen lassen. Dann die Hitze reduzieren und abgedeckt während 35 Minuten köcheln lassen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ob dieses Rezept überhaupt gesund sein kann, wenn die Linsen nicht eingeweicht werden. Denn dann enthalten sie ja noch die Antinährstoffe, vor denen oft gewarnt wird. Im Verdauungssystem der Menschen soll die Phytinsäure Mineralstoffe und Spurenelemente an sich binden, sodass der Mensch diese Vitalstoffe nicht mehr nutzen kann. Allerdings weiß man längst aus einer Studie, dass nur ein Phytinsäureüberschuss zu einem Mineralstoffmangel führen kann. Bei einer ausgewogenen Ernährung ist die Phytinsäure jedoch kein Problem. Im Gegenteil, gerade dort, wo Zivilisationskrankheiten gang und gäbe sind, kann sie hilfreich sein. Schließlich verfügt die Phytinsäure auch über positive Eigenschaften. Zum Beispiel wirkt sie antioxidativ und krebshemmend. Sie hält den Blutzucker und den Blutfettspiegel im Gleichgewicht und kann sogar die Nierensteinbildung hemmen. Nun eine kurze Frage für euch. Haben euch diese Gesundheitsinfos gefallen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr gerne mehr von diesen Gesundheitsinfos in den Rezeptvideos wollt oder ob ihr lieber nur Anleitungen und Inspirationen für gesunde Rezepte möchtet. In der Zwischenzeit die Röstzwiebeln vorbereiten. Die Zwiebeln schälen, halbieren und dann in feine Ringe schneiden. In einer großen Schüssel mit Vollkorn-Dinkelmehl vermengen. Eine Pfanne mit Erdnussöl erhitzen und die Zwiebelringe darin während 10 Minuten langsam goldbraun braten. Die Zwiebelringe auf einem Teller beiseite stellen und die Pfanne mit einem Küchenpapier kurz auswischen. Erneut die Pfanne mit etwas Erdnussöl erhitzen und die in Streifen geschnittenen Shiitake-Pilze darin braten. Nach 3 Minuten die Mandelstifte dazugeben und kurz mitbraten. So entfaltet sich ein wundervolles Aroma. Dann mit der Tamari-Wassermischung ablöschen und die Flüssigkeit verdampfen lassen. Der Pfanneninhalt kommt dann in einen Cutter, zusammen mit grob gehackten, getrockneten Tomaten. Dann alles grob zerkleinern. Dann auf einem Backblech verteilen und während 10 Minuten im Ofen knusprig backen. Das wird dann das knusprige Topping für den cremigen Linsenreis. In der Zwischenzeit habe ich schon mal Haferdrink, Mandelmus und Hefeflocken in einer Schüssel verrührt. Dies gebe ich dann zum gar gekochten Reis und den Linsen. Gut vermengen und einmal aufkochen. Die Hälfte der Röstzwiebeln unterheben und abschmecken mit Salz und Pfeffer. Mit den restlichen Zwiebeln, dem Pilz-Tomaten-Topping und etwas frischer Petersilie servieren. Unbeschreiblich gut, das kann nicht in Worte gefasst werden.